Das Castello di Avio im Etschtal ist ein lohnendes Ziel, nicht nur für Motorradfahrer. Mindestens ebenso schön ist das mittelalterliche Boggette sul Mincio, etwas südlich des Gardasees gelegen. Hallo und ein herzliches Willkommen in Italien. Wir sind in Arco gestartet und werfen bei Lago Torbole einen ersten Blick auf den herrlichen See. Trotz der anstrengenden Anreise am Vortag sitzen wir schon erwartungsvoll im Sattel und genießen die ersten Kilometer in dieser herrlichen Region. Wir haben die vielbefahrene Strada Statale 240 bei Mori verlassen, um die kurvenreiche Panoramastrecke an der Nordflanke des Monte Baldo nicht zu verpassen. Für diesen tollen Ausblick lohnt es sich, kurz anzuhalten. Den Höhenrücken des Monte Baldo lassen wir heute aus und fahren stattdessen bei Brentonico wieder runter ins Etschtal. Diese enge Nebenstraße mit ordentlich Gefälle und schönen Serpentinen verheißt nicht nur Kurvenspaß, sondern verlangt auch umsichtiges Fahren. An der abwechslungsreichen Strecke tauchen hier und da kleine Ortschaften auf, die ihren ursprünglichen Charakter weitgehend erhalten haben. Eng wird es nur, wenn Gegenverkehr auftaucht, aber mit dem Motorrad ist das kein Problem. Wir fragen uns lieber nicht, warum das Kreuz an dieser Stelle steht. Bei Chezzola ist unser kurzer Abstecher auf den Monte Baldo beendet und wir fahren in südlicher Richtung weiter durchs Etschtal.
Abseits der Autobahn findet man im Tal durchaus ruhige und beschauliche Orte, die eine entspannte Atmosphäre ausstrahlen. Oberhalb von Sabbionara liegt das Castello di Avio, das wir schon länger besuchen wollen. Der Weg dorthin führt durch enge Gassen und schließlich einen steilen, mit Natursteinen gepflasterten Weg hinauf. Wir sind gespannt. Der gepflasterte Weg ist eigentlich nicht das Richtige für unser schweres Motorrad. Aber zu Fuß will ich da auch nicht rauf, zumal auch keine Parkmöglichkeiten im Dorf vorhanden sind. Hoffentlich kommt mir jetzt keiner entgegen, denn Wenden ist ausgeschlossen. Am Ende der holprigen Strecke befindet sich ein kleiner Parkplatz, der für Fahrzeuge gleichzeitig die Endstation ist. Von hier aus gelangt man zu Fuß in die Burg, deren Anfänge in das 11. Jahrhundert zurückreichen. Die beeindruckende Festung wird durch 3 Mauerringe und 5 Türme geschützt. Heute liegen die Fresken der ehemaligen Zimmer teilweise im Freien, aber man kann sich die einstige Pracht noch gut vorstellen. Bei einer Belagerung war der mächtige Bergfried der letzte Rückzugsort, bevor man schlagartig einen Kopf kleiner wurde. Die welligen Fensterscheiben sehen ziemlich authentisch aus. Was wir eine schöne Aussicht nennen, diente einst der Überwachung des Etchtals und somit der wichtigsten transalpinen Verbindung zwischen Italien und Nordeuropa.
Die hölzerne Treppe im Bergfried konnte im Verteidigungsfall schnell abgerissen werden. Oder man musste am runden Tisch verhandeln. Die gut erhaltenen Fresken im sogenannten Liebeszimmer ganz oben im Turm stammen wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Nach etlichen Besitzerwechseln im Laufe der Jahrhunderte gehört die gut erhaltene Ruine heute einer italienischen Stiftung für Denkmalpflege. Ein Besuch der Burg ist wirklich zu empfehlen, aber nun ist es an der Zeit, unsere Tour fortzusetzen. Unser nächstes Ziel, das mittelalterliche Dorf Borghetto, liegt ca. 50 Kilometer von hier entfernt, etwas südlich vom Gardasee. Das holprige Pflaster erweist uns zum letzten Mal die Ehre und übermittelt dem Fahrwerk viele Grüße aus dem Mittelalter. Die engen Gassen der kleinen Dörfer sind immer wieder ein kleines Highlight bei Motorradtouren in Italien. Das Navi wollte unbedingt die kleinste Brücke über die Etsch nehmen, was nur interessant werden wird. Bei lediglich 1,70 Meter lichte Höhe der Autobahnunterführung heißt es, schnell den Kopf einziehen. Nach dem Wechsel auf die östliche Seite der Etsch geht's weiter Richtung Süden. Hier, an dieser Engstelle, endet das Etschtal und damit beginnt gleichzeitig die weitläufige Po-Ebene. –30 Minuten später erreichen wir Borghetto sul Mincio mit der berühmten Ponte Visconteo im Bildhintergrund. Das Dorf wurde im 14. Jahrhundert
als Teil der Scaliger Festung Vallecchio mehr oder weniger mitten im Wasser errichtet. Mit der gewaltigen Dammanlage versuchte man erfolglos, dem verfeindeten Ort Mantua das Wasser abzugraben. In den folgenden Jahrhunderten wurde das kostbare Nass meist sinnvoller, beispielsweise zum Antrieb der zahlreichen Mühlen, eingesetzt. Der blau-grün schimmernde Fluss Mincio ist der einzige Abfluss des Gardasees und führt zu praktisch immer ausreichend Wasser. Die kleine Pfarrkirche dieses alten Dorfes wurde 1137 erbaut, als es noch ein Teil eines Klosters der Benediktiner war. Direkt am Flussufer befinden sich traditionsreiche Lokale, in denen man ausgezeichnet speisen kann. Eine weithin bekannte Spezialität des Ortes sind die besonders guten Tortellini, für die sogar ein jährliches Fest veranstaltet wird. Beeindruckt von diesem stimmungsvollen Ort, der noch nicht vom Massentourismus überrollt wurde, machen wir uns gegen Abend auf den Rückweg nach Arco. Bei Pacengo gelangen wir schließlich wieder auf die Gardesana Orientale. Wir genießen den warmen Fahrtwind am Ufer des Gardasees. Bei wenig Verkehr kann man herrlich entspannen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.